Video zeige ich dir nicht nur, wie du das Gitarrensolo von Stairway to Heaven originalgetreu nachspielen kannst. Nein, wie auch schon in meinen letzten Solo-Tutorials möchte ich, dass du verstehst, was du da spielst. Und nicht nur das Solo anhand der Tabs irgendwie nachdattelst, so à la Mal nach Zahlen. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Ich habe das Solo in 11 Licks zerlegt. Und zu jedem einzelnen Lick zeige ich dir auch das dazugehörige Pentatonik-Pattern. Einfach um den Bezug des Licks zur jeweiligen Skala herzustellen. Die im Lick gespielten Töne sind grün dargestellt. Pentatonik-fremde Töne, gibt es nicht so viele, sind lila dargestellt. Und die gelben Punkte, das sind Töne aus einem anderen Pentatonik-Pattern, das dann meist nur kurz angespielt wurde. Und wie immer kannst du dir das Tabmaterial, das ich hier einblende, also die Licks und auch das komplette Solo als PDF, gegen eine kleine einmalige Spende auf meinem Unterstützerkanal ergattern. Verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Yeah. Die Pentatonik-Pattern, die du hier unbedingt drauf haben solltest. Also eigentlich sollte man alle Pentatonik-Pattern drauf haben, wenn man Solo spielt. Aber die du wirklich drauf haben solltest. Ja, das ist das Pattern 1. Wird in vielen Büchern auch als Pattern 3 bezeichnet. Ich bezeichne es hier als Pattern 1. Einfach weil es immer das erste ist, das man lernt und das auch die meisten am besten können. Und inzwischen wird es auch oft als Pattern 1 bezeichnet. Was du noch können solltest, ist auf jeden Fall das Pattern 3. Und das Pattern 4. Und hast sicher gemerkt, das ganze Spiel in A-Moll. Lick 1. Diesen prägnanten Lick im Pentatonik Pattern 1 dürfte wirklich jeder im Ohr haben. Was nicht zuletzt daran liegt, wie dieser Lick endet. Nämlich auf dem Ton F, der eigentlich gar nicht zur A-Moll-Pentatonik dazugehört, aber der Grundton des zu diesem Zeitpunkt gespielten Akkordes ist, nämlich in F Major 7. Ansonsten einfach nur die Pentatonik rückwärts gespielt, bis auf einen Rücksetzer. Zur einfacheren Darstellung der Licks habe ich das Tempo zuerst mal halbiert. Das heißt, aus Achtelnoten wurden Viertelnoten, aus Sechzehntelnoten Achtelnoten und so weiter. Jetzt mal zum Klick in halber Geschwindigkeit. Und jetzt Vollstoff. Pattern 3, wieder mit dem Ton F über das F Major 7 und kurzem Ausflug auf den 8. Bund der B-Seite. Auch hier wieder zuerst halbe Geschwindigkeit zum Klick. Lick 3, wieder ein Lauf im Pentatonik Pattern 1,
mit einigen Pull-Offs und der Leerseite, dem Ton G, der Leerseite G als Schlusston. Lick 4 ist die Fortsetzung zu Lick 3, also die beiden Licks gehören zusammen, immer noch in Pattern 1 und wieder mit dem Schlusston F, dritter Bund D-Seite. So, der erste Soloteil, das war jetzt Lick 1 bis 4, einmal im Zusammenhang und in halber Geschwindigkeit und zum Klick. Solo Teil 2 beginnt mit Lick 5 und Lick 5 beginnt mit oder im Pentatonic Pattern 1, rutscht kurz ins Pattern 2 und vollendet im Pattern 4. Lick 6, ein schneller Repeat-Lick im Pentatonic Pattern 4, triolisch gespielt. In Originalgeschwindigkeit sind es dann natürlich Sechzehntel-Triolen, also Sextolen. Der komplette Lick wird mit diesem Repeat-Pattern gespielt, bis auf den Anfang. Und das 2,5 Takte lang. Das bedeutet dann 10-mal genau diesen Lick und am Ende noch 2 Töne. Lick 7, immer noch Pattern 4. Solo Teil 2, das waren jetzt Lick 5 bis 7, auch einmal im Zusammenhang, halbe Geschwindigkeit zum Klick.
Lick 8 beginnt eigentlich im Pattern 5. Das ist das hier. Also je nachdem, wie man spielt. Ja, man könnte mit dem Ringfinger und dann nur für einen Ton mit dem kleinen Finger hier rüber. Ich selbst beginne mit dem Mittelfinger auf den 15. Bund B-Seite und ziehe. Gehe dann runter mit dem Mittelfinger auf den 15. Bund E-Seite und dann den 17. Bund E-Seite mit dem kleinen Finger. Wieder zurück und wechsle dann auf den Ringfinger 15. Bund und bin dann zu 100% in Pattern 4. Lick 9. Komplett gespielt aus 2 Tönen vom Pattern 4, Pentatonik Pattern 4 und einem 3 Halbtöne-Bending zu Beginn. Das bedeutet, du ziehst den 14. Bund so hoch, bis er klingt wie der 17. Bund G-Seite. Lick 10 beginnt wieder mit so einem Bending, nur diesmal nicht 3 Halbtöne, sondern 4 Halbtöne, also 2 Ganztöne. Und zwar im 10. Bund, G-Seite, muss dann halt klingen wie der 14. Bund. Ja? Lick 11, letzter Lick, das Finale. Ein schneller Triolen-Lick, oder besser gesagt dann 16. Triolen, Sextonen-Lick, im Pattern 1, diesmal am 17. Bund. Schau, dass du da den Anfang richtig erwischst, nämlich die dritte Achteltriole oder in Originalgeschwindigkeit die dritte Sextole. Ja, das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so weiter. Auch den dritten Soloteil nochmal im Zusammenhang. Also Lick 8 bis 11. Und du weißt schon, halbe Geschwindigkeit und Klick. So viel von mir zum Gitarrensolo von Stairway to Heaven. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.